Irgendwo in Deutschland liegt dieses Lost Place. Ein verlassenes Haus, einst ein Zeugnis menschlicher Träume und Hoffnungen, ruht dort in einem düsteren Schatten. Doch die Spuren erzählen nicht nur von vergangenen Tagen. An diesem Ort ist der Zahn der Zeit nicht der einzige, der sein Unwesen treibt. Zwischen den verwitterten Holzbrettern und zerbrochenen Fensterscheiben zeugen unheilvolle Zeichen von der dunklen Seite menschlicher Natur. Irgendwie hat schon irgendwer hier gewütet, was man so auf den ersten Blick sehen kann. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Leute, sieht das nicht gruselig aus? Ich habe kurz mal die Tür weggeräumt, damit wir einen Blick in die Küche werfen können. Guckt euch das an. Leider ist das ganze Ding komplett abgefackelt. Welche Geschichten und Geheimnisse verbirgt das verlassene Haus im Wald? Begib dich mit mir auf eine Reise in diese düstere und geheimnisvolle Welt, um die verborgenen Wahrheiten zu entdecken und vielleicht ein Stück Menschlichkeit zu verstehen, das in den Schatten des Verfalls verloren ging. Wir sind jetzt endlich am Haus angekommen. Es war ein ewig langer Marsch. Wir hätten eigentlich mit dem Auto noch ein bisschen näher vorfahren können. Aber leider durfte man in die Straße nicht reinfahren. Wir mussten jetzt bestimmt einen Kilometer latschen, um an das Haus zu kommen, was sich hinter diesen Büschen verbirgt. Dem einen oder anderen ist das Häuschen schon ein Begriff. Ich glaube, in der Szene wird es das Haus des Försters genannt. Einige Videos, die ich gesehen habe, ja, da war noch ordentlich was drin und ordentlich was zu sehen. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert ist. Und den ganzen Fenstern dort nachzuurteilen, kann es eigentlich nur noch schlimmer geworden sein. Von außen ist das Haus eigentlich sehr schön. Irgendwie hat das doch was, oder? Mit den Steinen, denen es gebaut wurde. Dieser coole Eingang. Sieht irgendwie so ein bisschen bayerisch aus, das Ganze. Aber passt auch perfekt hin, denn das Haus steht mitten an so einem Wanderweg. Und da hinten ist nur noch Wald. Ich bin mal gespannt, wie es hier drin aussieht. Gehen wir erstmal Richtung Haupteingang. Das sind überall diese Sträucher mit Stacheln. Man muss übelst vorsichtig sein. Und ich werde nachher bestimmt auch wieder eine Zecke finden. Also man kann sagen, was man will, aber irgendwie hat der Eingang was. Mit diesem schönen Holz, Verzierung da oben. Die Treppe ist zugemoost. Und dann geht's links rein ins Häuschen. Aber tja, die Tür ist zu. Gucken wir vielleicht schon mal rein. Irgendwie hat schon irgendwer hier gewütet, was man so auf den ersten Blick sehen kann. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Dann müssen wir uns einen anderen Eingang suchen. Auch diese Fensterbänke hier sind so ein bisschen extravagant. Das sieht aus, als wenn es mal Dachpfannen oder so gewesen wären. Dort ging es dann auch irgendwann mal in den Garten, aber das Ding ist schon komplett zugewuchert. Also bei der Person, die hier gewohnt hat, stelle ich mir so vor, dass das so einer war mit diesen grünen Hüten und so eine Feder dran. So ein Mensch könnte hier gewohnt haben. Dann folgen wir mal den Trampelpfad. Leider sind auch diese Fenster schon kaputt gemacht worden. Und das ist der Eingang. Hier riecht auch schon nach Lost Place. Es riecht moderig. Es riecht so ein bisschen nach Öl. Ich glaube, im Keller waren Öltanks oder sowas. Das ist der erste Blick in den Flur, ins Treppenhaus. Von der Decke hängen überall solche Leitungen. Wahrscheinlich von der ehemaligen Alarmanlage. Wie ich gerade vor der Tür hier gesehen habe. Gesichert durch Ristoff-Alarmanlagen. Ich meine, wenn man so alleine hier wohnt, in so einem Häuschen, in so einem schönen Häuschen, ist auch eine Alarmanlage nötig. Dann schauen wir gleich in den ersten Raum rein. Die ehemalige Toilette. Leider ist dort schon alles zerdeppert und zerstört worden. Und dann schauen wir in den Kellerraum. Und man kann sehen, auch hier drin führt sich dieses Farbenfrohe von draußen schon fort. Wie man sehen kann, setzt die Feuchtigkeit nun auch an diesem Haus zu. Die ganze Wand kommt schon runter. Leute, sieht das nicht gruselig aus? Also in den ganzen fast 3 Jahren, wo ich das jetzt hier mache, ist die Angst im Keller nicht verflogen. Ich finde, die Keller sind immer am gruseligsten. Manche sagen, dass Dachböden am gruseligsten sind, aber ich finde, die Keller sind am gruseligsten. Gehen wir mal durch. Fangen wir in den Raum an. Hier ist so ein modriger und öliger Geruch drin. Liegt wahrscheinlich an diesem Tank. Auf dem Boden ist noch so eine fette Kette zu sehen, als wenn die von irgendeinem Kran gewesen wäre. In der Ecke befindet sich so eine Art Wasserspeicher, ist das, glaube ich. Oben drauf haben wir die Pumpe und hier konnte dann Wasser gespeichert werden und wenn es gebraucht wurde, wurde es hochgepumpt. Dort sehen wir das Typenschild, aber leider sehe ich kein Datum. Löwe Pumpenfabrik aus Lüneburg. Da in der Ecke gibt es auch das alte Waschbecken.
Ein Blick aus dem Fenster zeigt uns, dass das Ganze schon ziemlich lange lost ist. Alles voller Spinnweben und Staub. Und dass die Bausubstanz in diesem Haus leidet, sieht man auch über uns. Der Putz kommt auch schon runter. Irgendwie wurde das damals alles mit Bambus stabilisiert. Dann geht's weiter. Die Tür sieht auch schon gruselig aus. Abgedichtet mit Glaswolle. Und dann geht's in diese alten Gewölbe. Rechts steht ein Öltank, der schon übelst weggerostet ist. Und hier oben hängt noch eine Zeitung. Haben wir ein Datum? Dort oben ist das Datum der 26. Mai 1996. Also ist das erste Datum 1996. Von der Optik her könnte es auch wirklich so sein, dass es so lange lost ist. Sehen wir noch einen Raum. Das war, glaube ich, mal einfach ein Lagerraum. Reste von dem Regal liegen hier. Auch die Decke kommt schon langsam runter. Wie viele Kellerräume gibt es hier eigentlich? Unfassbar. Hier ist der nächste Raum. Das ehemalige Holzlager. Links, ganz interessant, das sieht man auch nicht so oft, so eine Zielscheibe. Vielleicht hat der Herr damals mal mit einem Luftgewehr oder so geschossen, um zu üben und Eindringlinge von seinem Grundstück fernzuhalten. Besonders schön an diesem Haus ist zu sehen, das muss ich nochmal hervorheben, ist der Verfall. Das ist mal wieder ein typischer Lost Place mit zu viel Vandalismus. Aber das kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Was ein Haus. Schade, dass es hier unten schon so zerstört wurde alles. Gehen wir über in den anderen Teil des Kellers. Und links sehen wir den ehemaligen Werkraum oder die Werkstatt von diesem Gebäude. Hier links haben wir den Ofen, schwenken wir rechts rüber die Werkbank. Man sieht sogar noch einiges an Werkzeug. Was haben wir denn da? Pfeilen, die alte Schutzbrille, die natürlich nicht fehlen darf beim Arbeiten. Milefix Emaille sehe ich noch. Und an der Wand das Brett, wo auch mal das Werkzeug feinsäuberlich hing. Natürlich darf das auch nicht fehlen, die Flaschenöffner. Aber wenn das eine Person vom alten Schlag war, natürlich gab es da auch immer Bier. Sehr interessant ist diese Zeichnung, die wahrscheinlich von dem Bewohner angefertigt wurde. Ich kann hier unten lesen, Innenmaße Schlafzimmer, Fenster, Außenmaße in Zentimeter. Was auch immer der Herr, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Herr war, bauen wollte. Auch hier auf dem Boden haben wir Zeitungen, das heißt, wir haben auch wieder ein nächstes Datum. Dort ist zum Beispiel eine relativ gut erhaltene Zeitung, Sport am Dienstag, vom 25. März 2008. Das würde als Enddatum eher passen als 1996. Irgendwie hat dieser Raum was. Gefällt mir. 2 Räume gibt es noch in diesem Keller. Hier oben hängt irgendwie so eine Tonne. Mich wundert, dass die noch hängt, weil die ist aus, ja, wie man sehen kann, Stahl, ne? Oder Eisen. So wie das am Rosten ist. Und die ist bestimmt nicht leicht. Darunter gehen würde ich jetzt nicht unbedingt. Wer weiß, wie lange die noch dort hängt. Und dann der letzte Raum. Auf jeden Fall sehen wir dort noch 2 Öfen. Die wurden wahrscheinlich aber nicht mehr als solche benutzt, sondern irgendwie als Ablagefläche. Schauen wir mal den oberen Teil vorbei. Dann sind wir im Erdgeschoss angekommen. Und Leute, was soll ich sagen? Schaut euch das mal an. Irgendwie ist hier alles zerstört worden. Dort ist ein Schrank. So, ich habe kurz mal die Tür weggeräumt, damit wir einen Blick in die Küche werfen können. Guckt euch das an. Dieser Schrank hing mal an der Wand. Das ganze Geschirr ist auf den Boden geschmissen worden. An der Wand sehen wir die alten Küchengeräte. Der Ofen, ich glaube, das war ein Kühlschrank. Da hinten ist die Spüle. Und die Sitzecke, wo der Herr morgens seine Zeitung gelesen hat, sein Käffchen getrunken hat. Oder wenn er mal Besuch gekriegt hat. Vielleicht saßen die dann auch hier in der Küche, haben ein Bierchen geschlabbert. Dabei Musik gehört aus den Boxen. Kann man sich hier alles gut vorstellen. Auf dem Stuhl sehe ich sogar noch eine Rechnung. Mit Name. Was hat er denn hier bestellt? Solarladeregler und so weiter.
Die Rechnung ist von 2003. Georg hat hier gewohnt. Unfassbar, was hier passiert ist, oder? Diese Zerstörungswut verstehe ich einfach nicht. Will ich auch nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen. Muss ich aber auch nicht verstehen. Aber auch diese Blümchentapete passt perfekt hier rein, ne? Würde ich mir jetzt persönlich nicht zu Hause hin machen, aber das passt zu diesem Haus. Was mir an dem Standort von diesem Haus gefällt, ist, du hast hier einfach deine Ruhe. Du hast einfach deine Ruhe. Keinen nervigen Straßenverkehr, nichts. Weiter gibt es noch einen Raum. Ja, hier steht nicht viel drin. Eine Couch sehen wir dort hinten. Vielleicht war das mal sowas wie eine Art Gästezimmer, wenn der Herr mal Gäste empfangen hat. Und diese Lampe mit Stoff bezogen. Und in der Ecke ein Ofen, wo man sogar das Wasser hätte drauf warm machen können. Von Olsberg Heißluftofen. Hätte auch damals gut eine Übernachtungsstätte sein können für die Wanderer, die hier entlang kommen. Im nächsten Raum gibt es ein Schlafzimmer. Das Bett steht noch da und die Matratze. Der Schrank steht schon mal auf 7:30, wurde auch zerstört. Auf dem Nachttischschränkchen befindet sich ein Bild von einer Katze. Also für Katzen wäre das hier ein Paradies, diese Umgebung. Mit diesem Wald, wenig Verkehr. Also wäre die Gefahr niedrig gewesen, überfahren zu werden von einem Auto. Und bevor wir das Haus des Försters weiter erkunden, es kommen noch einige interessante Dinge, kann ich euch sagen, ziehen wir jetzt die 2 Gewinner, die unter dem letzten Video mit Hashtag Saturo geantwortet haben. Zur Erinnerung, zu gewinnen gab es 2 Saturo Probierpakete von mir. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal. Dafür switche ich die Szene um. Einmal kurz gucken. Wir sind hier bei pickawinner.co. Das ist ein Gewinnzieher über die Kommentare von YouTube. Da gibt man einfach den Link von dem Video ein und das ist dann die weitere Einstellung. Der Keyword-Filter, Keyword zum Gewinn, Hashtag Saturo. Und dann drücken wir einfach auf Weiter. Und ja, schon haben wir 20 Kommentare, die geladen wurden und daraus kann ich jetzt 2 Gewinner ziehen. Nochmal vielen Dank dafür, dass ihr mitgemacht habt und ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir picken den ersten Gewinner und der erste Gewinner ist Marion Breitenbach. Herzlichen Glückwunsch, schöne Grüße von mir. Ja, freut mich, dass du es gewonnen hast und wie ihr seht, ist dieser Gewinner jetzt draußen. Das heißt, es gibt noch 19 weitere. Der zweite Gewinner ist Kira1974.de. Auch natürlich herzlichen Glückwunsch an dich und liebe Grüße gehen raus. Schreibt mir über Instagram bitte eure Adresse, wo ich das dann hinschicken kann. Oder wenn ihr kein Instagram habt, ist auch unter der Kanalinfo eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Die könnt ihr natürlich auch benutzen, um mich anzuschreiben. Und ja, euer Gewinn ist dann spätestens nächste Woche auf dem Weg zu euch. Ich hoffe, euch schmeckt das Probierpaket und wenn ihr weiterhin was über Saturo bestellen wollt, gerne bei der nächsten Bestellung den Code Discovery15 eingeben. Dort spart ihr 15% auf alles, was es dort gibt. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und ich würde sagen, nun geht es weiter mit dem Haus des Försters. Dann geht es hier zum größeren Badezimmer in dem Haus. Mit Dusche. Das Waschbecken ist runtergekloppt, aber es wundert, dass der Spiegel noch ganz ist. Waren die Vandalisten da abergläubisch? Ne? Man weiß ja, wenn man einen Spiegel zerstört, 7 Stunden Pech. Wenn man es liegen lässt und wenn man es dann aufräumt, hast du dann 7 Jahre Pech. Meine ich, so wäre es gewesen. Guckt euch mal das Alter des Klos an. Also die Schüssel ist noch ein bisschen moderner, aber der Abzug, da musste man da noch ziehen. Und dann hat die Schwerkraft alles erledigt. Gegenüber geht es dann, ich schätze mal, in das ehemalige Wohnzimmer. Ausgelegt mit so einem Teppich. Ja, guckt euch mal an, was hier drinnen passiert ist. Die ganzen Schränke umgekippt, die Buntstifte auf dem Boden verteilt. Auf dem Tisch so ein selbstgebautes Radio auch kaputt gemacht. Hinter uns Teile von den Schränken. Ein wunderschöner Ofen, muss ich sagen. Der passt auch zum Stil von hier. Alle Scheiben in diesem Raum wurden auch leider Gottes zerstört. Tja, das war's dann unten. Wir schauen noch mal eine Etage höher vorbei. Ich hoffe, dass die Treppen uns halten werden. Die sind aus Holz. Und bei Holzstufen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Oh, was haben wir denn da? Alte Tierfälle, so wie das aussieht. Und das sogar echte.
Ich würde vermuten, dass es Wildschwein ist. Ja, man kann es auch noch so leicht erkennen. Und weiter oben gibt es da so eine gruselige Tür. Da ist mal irgendwas vorgehangen worden. Als erstes gucken wir links in den Raum. Und das war das große Schlafzimmer mit Ehebett. Alles schön urig in diesem Haus. Selbst dieser Kleiderschrank mit diesem Stoff hier vor. Gehen wir links weiter. Gibt es hier noch einen Flur? Auch hier ist alles durch die Gegend geschmissen worden. Was hier an der Tür auffällt, es gibt einen extra Schacht für Briefe. Also kann das sein, dass hier mehrere Personen gelebt haben, dass das hier extra vermietet wurde. Gehen wir auch hier noch mal kurz durch. Sehen wir ebenfalls ein Badezimmer. Der warme Wasserspeicher liegt auf dem Boden. Die Dusche ist ziemlich hoch, oder? Wenn ich mir jetzt mein Bein da mal hinstelle, das ist schon Kniehöhe. Und nichts für ältere Personen. Das schaut aus wie die Küche mit Möbeln in DDR-Stil. Diese alten Schränke kenne ich auch noch. Die hatten wir damals mal im Kleingarten. Was ich sagen kann, modern hat man hier damals nicht gelebt. Musste man ja auch nicht, ne? Man braucht ja nicht immer das Neueste und Beste, um glücklich zu sein. Dann werfen wir mal einen Blick aus dem Fenster. Die Satellitenschüssel hängt hier noch. Und auf diesem Dach waren die Solarpanels. Auch diese wurden schon mitgenommen von irgendwem. Und diese wunderschöne ländliche Aussicht. Mit den Bergen da im Hintergrund. Die Felder. Passt hier alles wunderbar zusammen. Und das ist der letzte Raum in diesem Haus. Auch das war ein Schlafzimmer. Wie schon im ganzen Haus ist alles umgekippt, alles zerstört. Aber so viele Schlafzimmer wie jetzt hier sind und diese Wohnung oben im Dachgeschoss, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht unten Wanderer oder so gepennt haben oder irgendwelche Leute einfach und hier oben die Privatwohnung war. Es würde auf jeden Fall passen, ob es stimmt, kann ich aber nicht sagen. Das war's dann im Haus. Wir gehen aber noch mal in den Garten, denn ich glaube, da gibt es auch noch was Interessantes zu sehen. Privatgrundstück, betreten verboten. Dort kommen irgendwelche Rohre aus dem Boden. Ich schätze mal, dass mal hier ein Haus stand oder sowas. Das dann vielleicht fürs Abwasser oder so war. Und da hätten sie mit Teil des Gartens. Marvin läuft schon vor. Also hier gab es mal ein Feuerchen. Dort ist die Partyhütte abgebrannt. Und rechts sehen wir noch eine Art Modelleisenbahn. Die Schienen gehen überall hierher. Und es scheint nicht klein gewesen zu sein. Wie zugewachsen das einfach schon ist alles. Das ist dann wahrscheinlich wie so eine Art Steuerstand oder so gewesen. Den Stromkasten haben wir auch hier. Schauen wir uns mal kurz die Hütte von außen an. Leider ist das ganze Ding komplett abgefackelt. Was Feuer für einen Schaden verursachen kann. Ich möchte jetzt ja auch nicht zu nah dran gehen. Ich glaube, das sind Asbestplatten. Und wenn man den Staub hier aufwirbelt, ist das bestimmt nicht gesund. Und ich sehe gerade hier hinter ist sogar noch eine Toilette. Da oben steht WC Damen. Kann das sein, dass das irgendwie so eine Art, wie nennt man das, Naturland, Wunderland, irgendwie sowas in der Art gewesen ist? Mit diesen Eisenbahnen und man konnte hierher gehen und das sich alles schön angucken. Die Vermutung liegt auf jeden Fall nahe. Jetzt interessiert es mich noch mehr, wie es damals hier aussah, ganz ehrlich. Das war es dann mit diesem Gelände, mit diesem leider schon ziemlich zerstörten Haus und diesem kleinen Stück Garten, Naturland, ich weiß nicht, irgendwas für Besucher. Ich hätte mir gewünscht, dass die Einrichtung noch stehen geblieben wäre und nicht einfach da irgendwie alles kreuz und quer durch die Gegend geschmissen wurde. Aber so ist das, man kann es leider nicht ändern. Ich schätze mal, dass das Ganze seit ungefähr 2008 tatsächlich verlassen ist. Und ich glaube auch, dass das Haus ziemlich lange eigentlich unberührt hier stand und dann kam der Urbex-Bus. Naja, das war's dann mit dem Video. Wenn euch dieses Lost Place gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. In meiner Playlist gibt's weitere spannende Lost Place Videos oder sucht mich einfach in der YouTube-Suche unter Urban Discovery. Da findet ihr mich auch. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin bleibt stabil.